Krass. HP! Oh, alter Schwede. Hier muss man sich ja wirklich durchschälen. Hans-Peter? Oh, wir sind ja wahnsinnig, mit so einem Ding unterzutauchen. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Captain's Dinner. Heute bei mir zu Gast ein Mann, der 30 Millionen Platten verkauft hat. 30 Millionen. Wahnsinn. Seine Frisur ist genauso markant wie seine Textzeilen. Ich sage mit einem fröhlichen Hyper Hyper, herzlich willkommen, HP Baxter. Hallo Michelle, melde mich zum Dienst. Botox oder Heroin? Hat er Prinzipien und kann er Latein? Uiuiui. Michelle? Hier oben bin ich. Ach, da ist er. Ich versuche mal hier Sie können. den Weg hochzufinden. Wenn jemand drahtig ist und auf der Bühne rumturnen kann, dann bist du das ja. Alles nicht so einfach. Also, Ja, das ist so, das ist das Alter. Nimm Platz. Hi. Oh, Du ist schön siehst warm. gut aus. Danke dir. Du siehst Du auch. richtig, ja, vergiss mich hier. Wie geht's dir? Ja, super eigentlich. Läuft alles. Du hast bisher quasi überall gewesen, wo der Mensch sein kann. Auch in U-Booten oder? Nee, ich muss sagen, das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich in einem U-Boot bin. Und also irgendwie ist das noch enger, als ich mir es vorgestellt habe. Oder ich habe die falsche Größe. Aber interessant. Ich glaube, die Ukrainer haben es gebaut Und die Russen haben es welches genutzt. Baujahr wisst ihr nicht? Ne? Mitte der 70er. Echt? Mitte So der jung 70er. noch? Ja, ist gar nicht so alt. Hast du gedient? Nein. Nein. Stattlich verweigert? Nee, ich war also, sagen wir mal so zurückgestellt, weil ich Rückenprobleme hatte. Und hatte dann das Glück, ja, ich konnte dann die Zeit, die ich durch die Schule verloren hatte, durch 2 Jahre, wo ich nicht versetzt wurde wegen Mathe und Latein, wieder aufholen. Dadurch, dass ich nicht zum Bund musste. Gott sei Dank. Also kein guter Schüler gewesen. Doch, eigentlich schon. Ich konnte nur kein Latein. Da habe ich mich sehr schwer mitgetan. Und Mathe auch nicht. Also ich war sonst eigentlich gar nicht schlecht, so Deutsch, Englisch, Bio. Das hatte ich auch alles dann im Abi. Tatsächlich noch Abi geschafft irgendwie. Mit Ach und Krach. Aber ich habe mich auch immer sehr für Musik interessiert. Also schon früh. Und habe dann auch, ja, lieber Gitarre gespielt als für die Schule gelernt. Du bist richtiger Vollblutmusiker, ne? Unter Vollblutmusiker verstehe ich immer jemand, der jeden Akkord kennt, jeden Griff kennt, also auch viel theoretisches Wissen hat. Das habe ich jetzt vielleicht nicht so, aber ich habe Gott sei Dank so ein Gespür und Gehör, also was irgendwie mir gefällt und wo ich dann denke, das könnte auch anderen gefallen. Und oder auch so, wenn ich einen Sound höre, weiß ich, das ist cool, das gefällt mir, das bauen wir jetzt auch ein. Und was super funktioniert, ist immer, wenn du dann jemanden hast, mit dem du das zusammen machst. Zum Beispiel früher mit Rick Jordan habe ich ja nun von Anfang an 28 Jahre mit dem zusammen Musik gemacht. Und der war halt so, dass der die gesamte Theorie kennt und mit Subdominante und was weiß ich nicht alles. Und ich habe ihm das immer so Rick, das muss so und so klingen, oder ich habe ihm was vorgespielt. Und er hat dann so lange rumgeschraubt, bis es wirklich so war, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das war dann so eine Symbiose. Ich hatte so die Vision irgendwie, was wir machen wollen, und er hat es dann umgesetzt. Und dadurch sind die Sachen alle entstanden. Wir haben ja alles selber produziert, abgemischt. Also das ist dann ja so, wie es war, als Master ins Presswerk gegangen. Also wir haben das wirklich immer alles selber gemacht. Das magst du? Ja. Ich habe auch allerlei andere Sachen da. Ah, ja. Ist dir nach was? Du bist ja ein Firebeast. Ja, aber in der Nicht Woche immer? nicht immer. Nee. Also ich habe das ja, ich stehe, also meine Devise ist ja immer, die Balance zu halten. Wie machst du das? Und zwar ist dann so, wenn ich sage Freitag, ich gehe aus, dann ist so Point of No Return, alle Regler nach rechts, Vollgas. Und manchmal auch noch Samstag und dann ist wieder Schluss. Wie bist du so ein unfassbar disziplinierter Mensch? Musst du ja sein, weil sonst, wie schaffst du das? Da hast du ein Tischchen, also egal, was man hier machen, was du Nö, willst. das geht. Also ich habe früher natürlich
ja auch mal 5 Tage die Woche gefeiert. Aber ich hatte immer so Prinzipien. Vielleicht hat mir das Leben gerettet. Also keine Drogen, das war für mich immer so gesetzt. Alkohol ist auch eine Droge, aber das glaubte ich oder glaube ich irgendwie handeln zu können. Also es gab Abende, wo ich es nicht mehr so handeln konnte und bin dann eingeschlafen. Aber das war auch das höchste der Gefühle, was so passieren konnte. Nee, aber ich habe festgestellt, ja, ich brauche das auch nicht. Also wenn du jetzt sagst, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, weiß ich, wozu soll ich da abends, wenn ich zu Hause bin, trinke ich gar nichts. Außer ich liebe Tee, ich trinke sehr viel Tee. Der Friese. Aber wenn ich dann ausgehe, finde ich, gehört das für mich auch so dazu. Und was ich immer schade fand, also auch von diesen Rock'n'Roll-Urgesteinen, die es alle so gab, die haben es natürlich so krachen lassen, bis sie halb tot waren oder im Sanatorium. Und dann ist das so umgekippt, dass diejenigen dann gar nicht, nur auf dem Gesundheitstrip, nicht mehr trinken, nicht rauchen, gar nichts. Und dann, das ist dann so anti-Rock'n'Roll. Und ich finde immer, wenn man so eine Balance findet, kann man beides haben. Also wäre mir sonst auch zu langweilig, jetzt nur noch Wasser zu trinken. So. Keine Drogen? Also ich habe es nie ausprobiert. Also ich habe immer gesagt, vielleicht, wenn ich jetzt noch älter werden sollte, ich gesagt, wenn es irgendwann nicht mehr drauf ankommt. Ich glaube auf sowjetischen Stahl für dich hier. Dann würde ich vielleicht noch mal irgendwann einfach aus Neugier probieren, aber ich denke mal, nee, lass lieber. Ist das Geheimnis dieses faltenfreien Aussehens? Oder machst du etwas, was du mir bitte sagen musst, weil ich möchte das auch machen? Sag mir, ich trinke morgens Botox oder ich habe einen sehr guten Arzt, der macht hier. Wie macht man das? Ich meine, der Mann ist 60, da sind keine Falten in den Augen, das ist schon besonders. Naja, also sagen wir so, ich habe mit Ende 30 angefangen, ab und zu mal ein bisschen Botox zu spritzen, also hier an der Stirn zum Beispiel. Und habe aber auch das nie übertrieben, also wenn dann so alle 3-4 Monate mal, und fand das eigentlich ganz gut. Und ich bin auch so ein Gewohnheitsmensch, ich habe das dann immer weitergemacht. Ja, und ansonsten finde ich es schon wichtig, sich ein bisschen fit zu halten, auch mal bewegen, ein bisschen laufen und so, aber auch nicht übertrieben. Ich bin eigentlich auch von Natur aus eher ein fauler Mensch. Ich muss mich immer selber zwingen. Aber es macht dann irgendwann auch Spaß. Allein dieses, wenn man morgens um 8, ich wohne ja so ein bisschen außerhalb von Hamburg, und wenn du dann rausgehst so in den Wald, das ist schon auch besonders. Also das ist wirklich toll. Also das macht Spaß. Ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, um die Alster zu joggen mit 100.000 Gleichgesinnten. Aber wenn ich da so allein durch den Wald renne, das ist echt cool. Ist sehr viel Gutes und Diszipliniertes aus dem Friesenlande gekommen. Warum? Ja, also ich glaube, das hängt ein bisschen auch damit zusammen, ja, wie man aufwächst, wie ist das Elternhaus. Bei uns war es trotz einiger Widrigkeiten. Mein Vater hatte so eine chronische Krankheit, also mit der Dialyse. Das heißt, das war schon speziell, aber trotzdem war es irgendwie so, man hatte so gewisse Rituale. Wir haben immer Mittag gegessen zusammen mit der Familie. Immer Punkt 18 Uhr gab es Essen. Es war alles sehr strukturiert. Und so ist man irgendwie aufgewachsen. Es war teilweise, muss man wirklich sagen, so auch heile Welt, so in der Schule alles gut, auch wenn ich nicht immer der beste Schüler war, aber alles in allem war es eine schöne Zeit so. Also, und das hat einem, glaube ich, so eine Erdung gegeben oder auch so eine, ja, so ein Vertrauen in die Welt und in die Dinge. Und also ich fühlte mich da immer gut aufgehoben. Das Einzige war, mir war es irgendwie zu langweilig und ich wusste früh, ich will dann auch raus, was erleben, Musik machen. Das war mir alles doch ein bisschen zu klein. Aber ich sag mal so, für die Kindheit und Jugend war es eigentlich gut. Möchte ich auch gar nicht, hätte ich nichts anderes haben wollen eigentlich. So rebelliert dann quasi? Ja, irgendwann dann schon. So, mit wann ging das los? 18, 19. Da war mir das dann alles zu normal, zu langweilig, zu eingefahren. Und mir waren dann auch die Leute zum Teil zu engstirnig, zu gleichgeschaltet. Also irgendwie war es auch so in der Schule, schon in der Klasse. Alle haben die gleiche Musik gehört. Alle haben Pink Floyd gehört, alle haben Genesis gehört. Und ich dachte mal, ja gut, ist alles schön und gut, aber das ist doch, haben auch tolle Platten gemacht. Aber ich fand halt dann immer besser, so was ein bisschen mehr zur Sache ging. Deep Purple, Led Zeppelin, später Motorhead und habe dann oftmals so völliges Unverständnis, bin auf Unverständnis gestoßen. Fühlte mich so wie der Einzige, der überhaupt sowas wie Motorhead mal gehört hat, weil
irgendwie schickte sich das nicht oder das war dann nicht, weiß ich auch nicht intellektuell genug und naja, und ich fand das halt war immer so ein bisschen anders, hatte ich das Gefühl. Und dann hast du beschlossen, berühmt zu werden? Also es ist so eine Sache gewesen, da sagt man, ich werde jetzt ein Star. Ja, also Ein Weltstar. Excuse me, ne? Also schon ein Weltstar. Das ist es ja so. Ich glaube, in dem Alter haben das sicher viele auch, dass man dann so denkt, die Welt gehört einem. Das ist ja auch das Schöne an der Jugend. Und ich dachte, ich schaffe das und so, weil alle sagten natürlich, ich habe es ja auch jedem erzählt, der es nicht wissen wollte. Ich sag, ja, also ich werde auf jeden Fall mal Popstar oder Rockstar, ich weiß nicht, was ich gesagt habe, oder berühmter Gitarrist, was ich ja ursprünglich vorhatte. Habe aber auch nicht dran gezweifelt. Also für mich war das klar, nur alle anderen haben einen natürlich für verrückt erklärt. Selbst auch mein Vater meinte, ja, und du denkst, die warten dann auf Hans-Peter Gerdes aus Leer-Loga. Ich sage, ja, wieso nicht? Früher, man muss sagen, es war ja auch noch eine andere Zeit. So nichts Globalisierung und Internet und Handy. Du hast ja nur so ein normales graues Telefon da und 3 Fernsehsender und ich weiß überhaupt nicht, wie wir überhaupt diese Musik, alles New Wave und so, wie wir das alles mitbekommen haben. Das ist mir bis heute ein Rätsel. Aber es war alles nicht vernetzt. Also du warst wirklich auch so ein bisschen abgeschlossen. Da gab es zu dem Zeitpunkt nicht mal einen Autobahnanschluss, sondern erst ab Oldenburg. Da musstest du dann erstmal, weiß ich nicht, 30, 60 Kilometer über Landstraße fahren und dann irgendwann ging dann die große, weite Welt los. Heute ist das natürlich anders. Heute ist anders. Also, wie ist es finanziell? Hat man früher besser verdient oder ist es egal letztendlich? Ich glaube, ja, wenn man erfolgreich ist, verdient man immer irgendwie. Sonst ist es schwierig. Aber es gab eine Phase, muss ich sagen, als die CD-Verkäufe eingebrochen sind, dann kamen diese illegalen Downloads und so. Da gab es eine längere Phase, wo du eigentlich mit Musik, mit Tonträgern eigentlich kein Geld verdienen konntest. Zum Glück haben wir ja auf 2 Pferde gesetzt. Live ist ja bei uns immer erfolgreicher geworden. CD-Verkäufe wurden weniger, live ging hoch. Also hat sich das irgendwie so nivelliert und war jetzt keine Katastrophe. Aber heutzutage ist es so, durch Streaming, wenn es richtig läuft, dann läuft's. Der Vorteil da wiederum ist, dass auch alte Releases immer gestreamt werden. Früher hast du einmal 10 Mark, 10 Euro eine Maxi-CD gekauft und dann war es das. Hat nie wieder einer gekauft. Dann waren halt die verkauft, die du beim Release verkauft hast. Heute ist es so, alles wird ja immer wieder gestreamt, auch die alten Sachen. Und da kommt ja immer wieder, wenn auch Kleinstbeträge, immer Geld rein und die Masse macht's dann. Und da muss man sagen, an den Abrechnungen, so die man die letzten Jahre hatte, das ist schon echt ordentlich. Bist du je in finanzielle Schwierigkeiten geraten? Nein, also jetzt richtig in Schwierigkeiten nicht. Ich habe nur manchmal Engpässe gehabt durch mein Hobby mit den alten Autos, die einem die Haare vom Kopf fressen, die Werkstattkosten. Aber ansonsten, nee, also nicht ernsthaft. Und machst du deinen Kram auch alles selber? Also bist du der Junge vom Land, der auch seine ganze Buchhaltung und seinen Kram selber auch im Blick hat? Oder der sich da auch damit auskennt und weiß, was da Sache ist? Also oder? ich habe ja eine Aversion gegen Zahlen und Papier. Also das überlasse ich anderen, aber ich habe schon Überblick, das schon. Also ich mache mit einer Buchhalterin, gehen wir die Sachen durch, dann sagt sie so und so, dann geht das zum Steuerberater, der erklärt mir das einmal am Telefon. Aber dann sage ich ja auch, gut, langt, weiter geht's. Aber du weißt es. So grob, ja. Ich weiß so, was reinkam, was ich dann noch zahlen muss und so. Was man nachzahlen muss. Also das weiß ich schon, ja. Es geht alles. Kurze Fragen, kurze Antworten, mein Freund. Bist du ein guter Onkel? Ich gebe mein Bestes. Sagen die das auch? Ich weiß es nicht. Frag die mal. Nerven und Nichten sind immer ganz gemein. Wann trägst du Turnschuhe? Auf der Bühne. Auf der Bühne? Zum Bewegen? Und natürlich zum Joggen, ja. Warst du je Starschnitt in der Bravo? Starschnitt nicht, aber Poster. Immerhin zum Poster habe ich es dann noch geschafft. Wie ist es für jemanden, der von der härteren Seite der Musik kommt, in der softeren Bravo zu landen und dann Poster zu sein? Also am Anfang fand ich das toll. Ja, weil das war gerade zu der Zeit noch, in den 90ern, hatte die Bravo auch noch einen hohen Stellenwert. Oh ja. Höher als heute. Und ich bin damit aufgewachsen. Von daher war das für mich so ein Ritterschlag, will ich jetzt nicht sagen, aber
zumindest eine Art von Ehre. Und ich dachte, wow, jetzt bist du in der Bravo, hast ein Poster, hätte ich auch nicht gedacht. Warst schon 30? Ja. Ich meine, die Boys und Girls, die da drin waren, die waren irgendwie alle so, weiß ich nicht, Ich weiß. 16. Deswegen habe ich auch gesagt, ich bin 28, habe mich 2 Jahre jünger gemacht, Wie das fein, aber 2 Jahre irgendwann dann gleich. aufgegeben. Ja, weil ich dachte immer, 28 klingt besser als 30. Und ich weiß noch, dass der von Dead or Alive, You Spin Me Right Round Like a Record, der war Pete Burns, als der seinen Hit hatte, war der 28. Und der 28 ist also noch Bravo-tauglich. Hat geklappt. Wird es mal ein Unplugged-Album geben von dir? War schon mal sogar im Gespräch, jemand ist mal an uns rangetreten mit der Idee. Ich sag mal so, ist nicht, wäre jetzt nicht ganz auszuschließen, ist aber mit sehr viel Arbeit verbunden. dachte ich auch. Ich weiß es viel nicht. Arbeit. Mal gucken. Wir warten ab. Was dachtest du, als die E-Scooter aufkamen und plötzlich in aller Munde? Davor warst du ziemlich einzigartig mit deinem Namen. So, es gab Also noch den das war Autoscooter, aber der war nicht so wirklich, den hat man noch anders. Aber Also der E-Scooter ist... beim Googlen war es so, dass nur noch E-Scooter kamen. Scheiße, ist es so? Ja. Das finde ich gut. Bist du ein gläubiger Mensch? Sagen wir mal so, also ich habe schon so meinen eigenen Glauben, bin aber eher nicht so der Fan von Religionen und Ideologien. Das ist mir immer so ein bisschen zu zwanghaft. Aber Aber du hast trotzdem was- habe ich schon so eine Art eigene Vorstellung so vom Glauben, ja. Auch von was danach ist, wie du beerdigt werden willst, mit all dieser ganze Kram. Oh, ich denke, da bin ich eher so ein bisschen konservativ. Das würde ich so ganz normal machen, glaube ich, so wie alle. Wie alle das Ich machen. würde mich jetzt nicht unterm Baum beerdigen lassen oder so, sondern wenn... Ich brauche auch jetzt nicht unbedingt ein Riesenmausoleum, aber ein vernünftiges Grab wäre nicht schlecht. Hattest du eine Zahnspange als Jugendlicher? Nein, Nein. brauchte ich nicht. Aber hast dich mit Dentalwesen gut auseinandergesetzt? Naja, ich hatte ja eine Ausbildung gemacht in einem Dentalgroßhandel. Nicht durch mein besonderes Interesse an Dentaldingen, sondern weil Zwang? ich einfach eine Ausbildung brauchte, sollte, von den Eltern aus, eine kaufmännische Ausbildung. Und da habe ich halt eine Stelle bekommen. So. Ich auch Bankkaufmann, also irgendwas Super. machen können, was sag ich mal ein bisschen griffiger. Ich meine, Dental ist es ja schon, schon was aber, Besonderes. ja, aber zu der Zeit, muss man wirklich sagen, das war ja 85, 86 habe ich Ausbildung gemacht. Da gab es kaum Lehrstellen. Selbst mit Abitur war es gar nicht so einfach. Und da war ich ganz happy, dass ich überhaupt eine Stelle hatte. Schwierige Frage. Friesentee oder Wodka Red Bull? Oh, Oh, wusste ich. da das. würde ich sagen, das kann man gar nicht. Also das geht nur beides im Einklang. Im Einklang mit der Zen-Meister In sagt, der Woche oder überhaupt. Tee geht immer. Das ist das erste nach einer Show, trinke ich immer einen Ostfriesentee. Immer, nach jeder Show. Egal, Classic was vorher mit Klöntje da drin und Ja. oben mit wirklich und Schlagrahmen rein und nicht Genau. rühren und Gut, nun muss man sagen, Backstage, wenn wir irgendwo sonst wo sind, da hast du nicht immer Sahne, aber zumindest Milch, Zucker oder Candies im Idealfall. Aber das muss sein. Und rührst du dann? Oder machst Ich du das rühre, ja. Ja, dieser ganze Zirkus, man soll es ja nicht machen, aber das kann man machen, wenn man wirklich eine Teestunde zelebriert, aber nicht im Backstage-Raum, das wäre dann übertrieben. Was haben deine Eltern in deiner Erziehung gut gemacht? Also den richtigen Humor hatten wir zu Hause und das habe ich auch irgendwie so mitgenommen. Alles nicht ganz so ernst zu nehmen. Auch das Leben an sich habe ich auch nie ganz so ernst genommen. Ich wundere mich immer, wie viele Leute das tun. Wenn du so überlegst, das ist vielleicht jetzt albern und Klischee, aber wo wir hier sind und was alles so um uns rum ist, dieses Weltall, finde ich es dann Oh ja. schon ein bisschen überzogen, sich so zu ernst zu nehmen. Also wenn man weiß, der Spuk ist dann auch irgendwann vorbei und danach kräht in der Regel auch kein Hahn mehr danach. Ja, das denke ich auch immer. Ja, Finde ich das gut. ist so manchmal, dann denkst du, es wäre, als wenn jetzt eine Ameise denkt, sie sei nun der Mittelpunkt der Erde. Und das ist vergessen leider die meisten. Und da muss ich sagen, habe ich ja auch, obwohl ich jetzt kein Literaturexperte bin, aber ich habe über einen guten Freund, bin ich irgendwie mal an Thomas Bernhard geraten. Und Oh, schön. von dem ist es ja auch immer so, Alles absolut. und alles Doll. scheitert irgendwann sowieso. Und da ist ja auch immer dieses,
ist es eine Komödie, ist es eine Tragödie? Immer, also das kannst du ja immer von beiden Seiten betrachten. Und im Endeffekt ist eigentlich alles eine Komödie und gleichzeitig eine Tragödie. Und Sitzt da zu Hause abends und liest Thomas Bernhard, während du einen Tee trinkst? Oder wie stelle ich mir das jetzt vor? also kann passieren. Also könnte jetzt nicht nur Bernhard lesen. Es gibt ja auch Sachen, die sind Werke von ihm, die sind ziemlich schwer und manchmal auch düster. Das liegt ja auch daran, wie der nun wiederum aufgewachsen ist und so weiter, immer mit Krankheit und Kinderheim. Aber hin und wieder sehr gerne, ja. Wen rufst du an, wenn du jemanden zum Reden brauchst? Kommt darauf an, worum es geht. Ich rufe meine Schwester oft an, dann einen guten Freund. Aber ich habe auch gute Freundinnen. Das ist ja auch nicht so gewöhnlich, aber ich habe auch teilweise sogar, mit denen ich früher mal was hatte, woraus dann eine gute Freundschaft geworden ist. Und mit Mädels, finde ich, kann man auch manchmal über bestimmte Sachen besser reden. Also ich finde, das ist sehr wertvoll, wenn man überhaupt eine Handvoll gute Freunde hat, aber ja. auch weibliche Freunde. Sprichst du gut Englisch? Kommt drauf an, auf meine jeweilige Tagesform. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in England auf Tour bin und habe schon 2 Tage nur Englisch geredet, dann ist es plötzlich so, als hätte man nie was anderes gemacht. Wenn ich jetzt aber lange nicht da war oder habe lange nicht Englisch, dann denke ich so, Gott, das ist ja wie, als wenn du gerade von der Schule kommst. Wie gehst du damit um, dass die elektronische Musik und das, was du gemacht hast, oft einfach nicht wirklich ernst genommen worden ist? Also ich meine, How Much is the Fish ist im Vergleich zu Mama, I Killed a Man, put a gun against his head, pull the trigger, now he's dead. So, ist ja was anderes. Als wir anfingen, war ja diese Musikrichtung kommerziell betrachtet noch recht neu. Ja. Viele konnten es nicht nachvollziehen. Also ich habe das sogar schon gemerkt, noch etwas vor uns kam ja damals U96, das Boot, wo wir hier gerade so schön sitzen. Ja. Das galt ja so als der erste Techno-Chart-Hit. Und schon da habe ich von ganz vielen Leuten immer gehört, was ist denn das und wie komisch, und das hat auch keiner verstanden. So, und dann kam ich oder wir noch mit den etwas verschrobenen Texten, und das haben dann noch weniger verstanden, so von den Mainstream-Hörern, würde ich mal sagen. Und meine Texte habe ich ja immer gern selber so auch mit dem Augenzwinkern. Und ich fand immer wichtig, es sollte nicht zu platt sein. Es sollte schon irgendwie so ein bisschen schräg sein, aber auch mit einem gewissen Witz. Und trotzdem waren es ja teilweise auch versteckte Botschaften, oder es gab sogar sowas wie einen versteckten Sinn dahinter. Sag mal, zum Beispiel. How Much is the Fish war eigentlich, habe ich aufgeschnappt mal bei irgendeiner Punkband. Da ging es nur um Fisch, Gemüse und was weiß ich nicht. Und wo eigentlich amerikanische Touristen auf den Arm genommen wurden, weil die immer so doofe Fragen stellen. Und eine Punkband aus England hat daraus ein Lied gemacht. Und Does the fish have chips? Und solche Sachen. Und da fand ich die Zeile sehr prägnant und uns fiel gerade nichts ein, so als Slogan. Ich habe was gesucht wie Move Your Ass. Ne? So einfach so ein Ausruf, so Move Your Ass. Ist mir aber nicht eingefallen, dann ist es halt How Much is the Fish geworden. Und das war im Nachhinein betrachtet die beste Zeile, die ich je erfunden oder verwendet habe. Lass mich in Ruhe. Im Ernst? Ja, weil da werde ich ja bis heute überall, in jedem Interview, was kostet denn nun der Fisch? Also das muss man wirklich sagen. Das ist seit 98 höre ich das. Was bist du ab von der Musik für ein Mensch? Also ein Lebensspiel ist ja nicht nur, was macht H.P. Baxter sonst? Ja, ich finde, das ist immer schwierig so zu sagen, so von einem selbst. Wenn man jetzt jemanden fragt, wie ist der so, ist es sicher einfacher, wenn jetzt meine Freundin oder meine Schwester oder meine Mutter das beschreiben würde. Also in meiner Selbstwahrnehmung würde ich jetzt sagen, einfach ja, etwas entspannter, ein bisschen ruhiger und auch sehr so ein bisschen naturverbunden. Deswegen bin ich auch froh, dass ich da draußen wohne. Ich habe ja noch so ein Apartment in der Stadt, wenn ich am Wochenende dann mein Unwesen treibe, aber also in der Woche bin ich zu Hause. Dann schaffst du es nicht, die 3 Meter weiter, die schaffst du dann nicht, oder was? Nee, da bin ich froh, wenn ich in der Stadt bin und mal so ein bisschen urbanes Leben, weil wenn ich bei mir da draußen, da in Wohlop-Ulstedt, da ist wirklich nur Wald, Wiesen und der kleine Ort. Mehr ist da nicht, aber es ist schön, es ist schön. Ich mein, aber ich liebe das dann auch, ich brauche das auch. Hättest du auch eine Großfamilie gründen können? Ja, mit Land und dann Sport machen und dann einen Hund und so ein bisschen britisch, ein Tweedjackett, so hast du nicht gemacht. Also das Interieur sieht sehr
authentisch aus, wie in England auf dem Landsitz. Ich habe auch die passenden Hunde. Ich habe ja jetzt auch die passende Frau gefunden. Wir heiraten ja nun. Und Nein, dann, ist das so? ja, Ist das und durch, dann, das Thema? Deswegen können wir das ja, dann kann ich das ja immer noch machen. Noch ist ja alles möglich. Ja, dann sowieso. Aha, jetzt geht das bürgerliche Leben los. Naja, also bürgerlich würde ich nicht sagen. Also das ist schon so, ja, also das war auch immer so ein bisschen im Hinterkopf, wenn du so siehst, wie es teilweise bei anderen manchmal läuft. Das war für mich, hatte es so eine leicht abschreckende Wirkung. Und das ist war ein bisschen zögerlich mit dem Punkt. Aber ich glaube, wenn du eine coole Frau hast und man ist so ungefähr auf einem Level, auch dass es nicht alles so sein muss, wie es alle machen, dann kann das funktionieren. Aber das hatte ich vorher noch nicht. Wie wird die Hochzeit aussehen? Weißt du das schon? Also ich meine, so ein Mensch wie du weißt wahrscheinlich im letzten Detail. Wahrscheinlich hat sie nicht mitzureden, weil du weißt genau, wie das Ganze sein soll. Ja, das haben wir schon abgesprochen. Also ich wollte schon gern, aber das hat sich auch rumgesprochen, auf Sylt feiern, weil da bin ich auch immer gern. Silvester ist immer toll. Und da hast du so einerseits ein bisschen deine Ruhe, bist auf einer Insel, da hast schöne Natur, aber es ist auch egal, wenn es regnet, ist immer schön da. Und da feiern wir dann schön in den Dünen, in den bekannten Laden da und haben den schön ganz für uns. Das ist schon. Aber ich habe auch 3 DJs, also das wird auch abgehen. Das ist nicht nur Schunkel und Hopsasa, also das ist auch schon, habe ich auch eine Techno-DJ aus Berlin für spätere Stunden dann. Naja. Das wird eine gute Party werden. Ich glaube auch, ich hoffe es. Hassen dich Menschen? Ich habe keine Ahnung. Also Hast du einen Shitstorm gehabt mal? ja, also was heißt Shitstorm? Es gab mal hier und da. Ja, genau. Ich hatte, als ich meine Verlobte kennengelernt habe, großer Altersunterschied, ja. Da gab es so eine Art Shitstorm und so. Aber ich finde, das wäre schlimm, wenn man sich danach richtet oder sich da irgendwie von beeindrucken lässt. Das ist euer Ding. Ja, und vor allen Dingen, Gott, die sollen sich auch um ihre eigenen Sachen kümmern. So, Spiel zum Abschluss, mein Freund. Du hattest mal eine Band, die hieß Celebrate the Nun. Ja, Schöner Name übrigens. danke. Ne? Deine jetzige Band heißt nach einem E-Roller. Deshalb spielen wir jetzt Bandnamen. Ich lese dir Bandnamen vor und du musst raten, ob es die Band gibt. Also ob die Namen ausgedacht sind oder ob sie echt sind. Ui. Und welche Musikrichtung die Band wohl macht. Gay for H.P. Baxter. Gay for H.P. Baxter. Also dass das eine Band ist, kann ich mir noch wirklich nicht vorstellen. Weil da ist man ja sehr, ja, so vielleicht als Kunstprojekt oder so könnte ich es mir vorstellen. Als Band eher nicht. Hast recht, es gibt aber Gay for Johnny Depp. Ah, okay. Und das ist eine Hardcore-Punk-Band aus New York. Nicht schlecht. So, aber noch gibt's, vielleicht haben wir Leute jetzt dazu gebracht, eine Band zu gründen. Ich glaube, das Frettchen war eine Prostituierte. Schöner. Ich glaube, das Frettchen war eine Prostituierte. Wir haben ganz viele Textsongs hier, verarbeite ich die auch in Gedichten. So. Aber ob das eine Band ist, das kann ich mir nicht. Glaubst du nicht? Also das hat zumindest, wenn man jetzt irgendwie wenig Aussicht auf kommerziellen Erfolg, würde ich mal sagen. Deswegen hast du Celebrate the Nun dann auch wieder Also, ich muss dich enttäuschen. Ich glaube, das Frettchen war eine Prostituierte ist Krefelds mindestens zweitbeliebteste Punkband. Ui. So. Weidmannsheil im Spitzenhöschen. Weidmannsheil. Ja, aber gut, wenn das eben, dann ist das auch ein Band. Jetzt plötzlich. Ja. Jetzt Pornoklassiker von 1983. Was? Ja. Ja. Weidmannsheil im Spitzenhöschen. Lassen wir mal so stehen. Okay. Wir können danach beide unabhängig recherchieren. So, die fabulösen Thekenschlampen. Gab's. Ja. Das ist eine Punkband. Ja, ja. 90er Frauen aus Köln. Ah ja, genau. Hanarchie. Friseurladen, würde ich sagen. Ja. In Kassel. Ah, okay. Mit der Haarpracht kennt sich der Mann aus. Du hast gewonnen. Das besser kann man es nicht machen. Du hast das Gefühl dafür, du weißt, wie das läuft. Und ich habe kaum jemanden gehabt, der so tief in der Musik drin ist und das auch weiß. Respekt. Deswegen für mich bist du ein Vollblutmusiker. Dankeschön. Du bist fantastisch und ich hoffe, dass wir dich noch ganz viel und ganz oft und überall sehen. Ja, hoffe ich auch. Und vielen Dank. Ich will Fotos haben. Ich will Fotos haben, die ich mir in die Wand hänge. Mit diesem zauberhaft gut aussehenden Menschen.